Willkommen zum Summer Summit Erwachte Beziehungen leben in einer neuen Welt. Heute habe ich zu Gast Isaac Shapiro, directly from Australia, und Gaia als Übersetzer. Welcome Isaac, welcome Gaia. Ja, willkommen Isaac, willkommen Gaia. Very happy to meet you. Ja, bin ganz froh, euch zu begegnen. Isaac, we just spoke about it, and I really want to tell you, one reason to make this summit is that I met you in Portugal. Ja, Isaac, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, und ein Grund, warum ich dieses Summit hier mache, ist hängt noch an der Begegnung, die wir in Portugal hatten. So I was in Portugal, not for you, but I just was there, and there came guys and said, wow, Isaac is coming. They were just traveling to meet you. Also ich war in Portugal und ich bin da nicht hingefahren jetzt wegen dir, sondern ich habe dann da Leute getroffen, die mir gesagt haben, Mensch, da musst du mal hinkommen und den Isaac treffen. Yes. And then I saw you in the hall there in Portugal, and I watched everything you did, how you sat down, how you made your cushion, and and there were pictures of Ramana and Papaji, and I just knew, that's my place here. Okay, ich war dann da in Portugal und bin in diesen Raum oder in diese Halle reingekommen, und ich habe alles genau beobachtet, was du machst, wie du dein Kissen zurechtgelegt hast, und dann waren da die Bilder von Papaji und Ramana, und ich habe gemerkt, wow, das ist genau mein Platz hier jetzt, wo ich hingehöre. And I put you on a very high throne. Und dann habe ich dich auf einen sehr, sehr hohen Thron gesetzt. And I knew when I go this way, my suffering will end and I will not suffer anymore. Und ich wusste, wenn ich diesen Weg jetzt gehe bis zum Ende, dann wird mein Leiden zum Ende kommen und ich werde auch nicht mehr leiden. Yeah, I traveled all around to meet you, mostly in Portugal, but Holland and Germany, everywhere. Ja, dann bin ich viel gereist an die Plätze, wo du warst, und habe dich getroffen in Portugal, aber auch in Holland und anderen Plätzen. And one time in Portugal, you were really suffering with your separation from your wife. Und einmal in der Zeit in Portugal hast du sehr gelitten unter der Trennung von deiner Ehefrau. And I saw quite, wow, I saw you suffering. That was not possible in my mind. Und ich sah dann dieses Leiden, und irgendwie in meinem Verstand ist es nicht zusammengekommen. Das wäre eigentlich nicht möglich gewesen, dass du leidest. But you were so real and so present in this, and also in anger or whatever. That really touched my heart. Aber du warst auch so wahrhaftig in dem und hast das nicht zurückgehalten, hast auch den Ärger gezeigt, und das hat mich dann auch sehr berührt im Herzen. And what happened is that you came down from your throne and into my heart more. Und was dann geschehen ist, ist, dass du von dem Thron runtergekommen bist und ganz viel mehr in mein Herz gekommen bist. And everybody who later told me he was enlightened or so, he never came on a throne again in my vision. Und danach war es dann so, von jedem, von dem ich gehört habe, dass er erleuchtet ist oder sowas in der Art, der wurde nie mehr auf irgendeinen Thron gesetzt. And years later, I heard a Buddhist teaching about Shunyata disease. Und dann ein paar Jahre später habe ich einen Buddhisten Talk gehört über, was war's? Shunyata ist die Leere. Die Krankheit, in der Leere zu hängen. Shunyata disease.
And I thought, yes, in that time in Portugal, some people went away from you and they said, you're not enlightened, you aren't realized or so. They wanted to have you back into this emptiness and nothing else. Ja, und in dieser Zeit dann auch in Portugal sind auch einige Leute dann weggegangen von dir und haben gesagt, ach, der ist nicht wirklich erleuchtet und ist nicht wirklich in der Lehre, und die wollten gerne einfach, ja, diese Lehre. You know, if we speak honestly, there is no one to be enlightened. Wenn wir ganz Anyone who ehrlich, says they're enlightened is lying. ja, wenn wir ganz ehrlich sprechen, da ist keiner da, der erleuchtet werden kann. Und wenn jemand sagt, ich bin erleuchtet, dann lügt er. And what I saw is all the teachers, no, not all the teachers, but there are many teachers going into awakening and still struggling with relationships. Und dann sah ich, dass es einige Lehrer gibt, die quasi über die Erleuchtung sprechen, aber dann sehe ich aber auch in Beziehungen haben sie auch ihre Schwierigkeiten. So there's a couple of things. Also gibt es einige Punkte. I have never seen myself as a teacher. Ich habe mich selbst nie als einen Lehrer wahrgenommen oder gesehen. I see myself as an invitation. Ich sehe mich selbst als eine Einladung. Simply pointing people to who they are and in their own experience. Einfach Menschen darauf hinzuweisen, wer sie sind und das in ihrer eigenen Erfahrung zu erkennen. So no teaching, no student. Also keine Lehre und auch kein Schüler. Know who you already are. Wer du nämlich bist, bist du ja schon. And so there's no one to get anywhere, there's nothing to do. Da ist also überhaupt keiner, der irgendwo hinkommen soll oder muss, und da gibt es auch nichts zu tun. There's just a seeing how it already is. Da ist nur dieses Sehen, wie es bereits ist. What for most of us, we were raised, or you say conditioned, to see everything as objects. Für die meisten von uns ist es so, dass wir so erzogen wurden oder so aufgewachsen sind, dass wir die Dinge irgendwie als Objekte wahrnehmen. So we talk about relationship rather than relating. Und so sprechen wir also mehr eigentlich über Beziehung als über sich beziehen oder beziehen. And in the relationship paradigm, und in der Beziehung, also in dieser Wirklichkeit, we speak I love you. Sagen wir, ich liebe dich. But we don't know who I is and we don't know who you is. Aber wir wissen eigentlich nicht, wer ich bin und wer du bist. Usually when we meet someone, within a few seconds we form an impression and then we never relate to that being again. Eigentlich ist es so, wenn wir jemandem begegnen, dann ganz schnell machen wir uns ein Bild davon und auf einmal begegnen wir dem und gar nicht mehr dem Menschen. And in the relationship paradigm, there's this idea, when we really look, what is a relationship? Und in diesem Beziehungsparadigma sozusagen, wenn wir dann mal richtig hinschauen, was ist denn eine Beziehung? It's a bunch of spoken and unspoken agreements. Dann ist es eigentlich eine Ansammlung von gesprochenen, aber auch unausgesprochenen Vereinbarungen. And so, of course, it doesn't even exist, actually. Und natürlich existiert eigentlich nicht wirklich. So there's just relating, yeah.
Also da ist einfach nur Beziehen. And in relating, we don't have the story of breakups and all of that story. Und in Beziehen, da haben wir nicht diese Geschichten von sich zu trennen und sowas, all diese Stories. So it's, you know, we meet and love starts to flow, and then we start making agreements so that we don't get hurt and that we can kind of hold on to something. And of course, immediately we're in trouble. Ja, und oft ist es dann so, wir treffen uns, Liebe fängt an zu fließen, dann auf einmal fangen wir an, irgendwelche Vereinbarungen zu treffen, um irgendwelchen Verletzungen, die möglicherweise geschehen können, aus dem Weg zu gehen und eben all diese Geschichten. Isaac, why are we immediately in trouble? That's a question for me. Also, warum sind wir denn dann sofort in Schwierigkeiten? Das ist jetzt mal meine Frage. Because we know that when there's a deep meeting, everything that has not been seen is going to come up. Weil wir wissen, wenn wir ein tiefes, intimes Treffen oder Begegnen haben, dass dann wirklich all diese Dinge, die vorher unbewusst waren oder wir nicht gesehen haben, die tauchen auf, die kommen hoch. So when we try to make agreements to avoid that, wenn wir also versuchen, da irgendwelche Vereinbarungen zu treffen, um das zu vermeiden, we're missing the opportunity of what intimate relating actually brings. Dann verpassen wir eigentlich die Gelegenheit, die intimes Beziehen tatsächlich bringen kann. But this is unconscious. Aber it's das unconscious, for sure. It's unconscious. Ganz sicher ist es unbewusst. And whatever's playing automatically and unconsciously in us as it comes into consciousness, it will touch all different kinds of layers of information. Und was so alles in uns so abläuft, unbewusst, unbewusste Muster, die dann auf einmal bewusst werden, klar, das bringt jede Menge hoch. But we have this Hollywood idea of meeting someone and then we're going to be happy forever after. Wir haben also oft diese Hollywood-Idee, wir treffen jemanden, verlieben uns und dann werden wir glücklich sein in alle Ewigkeiten. And on top of that, you know, there's a confusion in most people. Und obendrauf dann noch ist da eine Verwirrung in den meisten Menschen. I think we know, all of us have experienced hurt. Ich denke mal, alle von uns wissen und alle von uns haben Verletzung erfahren. But when hurt happens, we think either the other person caused the hurt or there's something wrong with us. Und wenn Verletzung geschieht, dann denken wir entweder, der andere ist der Grund für diese Verletzung oder mit uns stimmt irgendwas nicht. If we think that somebody else hurt us, Wenn we put our happiness into somebody else's hands. Wenn wir das denken, dass jemand anders uns verletzt hat, dann geben wir unser Glücklichsein in die Hände dieser anderen Person. And then, without realizing it, we have to try to control them. Und dann bemerken wir nicht, dass wir dann versuchen müssen, sie unter Kontrolle zu halten. And that's not so good for keeping love flowing. Und das ist nicht so eine gute Idee, um die Liebe fließen zu lassen. If we believe that there's something wrong with us, und wenn wir glauben, dass mit uns irgendwas nicht stimmt oder verkehrt ist, then we tend to blame ourselves or feel guilty or shame ourselves when hurt happens. Dann haben wir die Tendency, uns selber anzuklagen oder Scham zu erleben,
wenn eben wenn diese Verletzung geschieht oder gespürt. If we can recognize Wenn that what produces hurt wenn wir erkennen können, was die Verletzung produziert oder erzeugt, are automatic unconscious conditionings, traumas, beliefs, ideas. genau, dass es nämlich konditionierte Glaubenssätze sind, Traumareaktionen sind. Yeah, then when hurt comes, it's an opportunity. Und dann, nämlich wenn dann diese Verletzung da ist, dann ist das eine Gelegenheit. For what? But for what has been automatic and unconscious to become conscious. Eine Gelegenheit für was denn? Ja, dafür, dass die Dinge, die automatisch ablaufen, unbewusst und konditioniert sind, dass die auf einmal ins Bewusstsein kommen oder bewusst werden. The other part of hurt is if we believe that we can hurt somebody else. Der andere Teil von Verletzung, wenn wir glauben, dass wir jemanden verletzen können, which is such a common idea, was so eine populäre Idee ist, then we stop being authentic. Dann hören wir auf, authentisch zu sein. And then even if someone says, "Oh, I love you so much," Und selbst wenn jemand sagt, oh, ich liebe dich so doll, we know we're not being authentic, and we know if we were really honest and real, maybe they would be upset with us. Dann wissen wir, can you repeat that, please? I didn't. Yes, no problem. Yes. When we believe that we can hurt someone else, Ja, also wenn wir glauben, dass wir jemanden verletzen können, then we stop being honest and authentic. dann hören wir auf, ehrlich zu sein und authentisch zu sein. And then even if someone says, "I love you," Und selbst wenn jemand sagt, ich liebe dich, we know we're not being honest and authentic, and so the love never really reaches us. dann wissen wir irgendwie, dass wir nicht ehrlich und authentisch sind oder waren, und diese Liebe erreicht uns eigentlich gar nicht. We're always trying to be what we think the other person wants us to be, or Dann versuchen wir immer irgendwie eine Person zu sein, von der wir glauben, dass die andere Person uns so gerne hätte. so mostly what happens when people start relating, Und meistens, wenn Leute anfangen, sich zu beziehen, we're so busy with trying to change the other person and get them to be the way we think they should be, dann sind wir auch so damit beschäftigt, die andere Person zu ändern oder zu versuchen zu ändern, dass sie dann so ist, wie ich sie gerne hätte. which is very painful. Und das ist sehr, sehr schmerzhaft. So different than unconditional love. Yeah? Das ist vollkommen was anderes als bedingungsloses Lieben. How can we come out of this? Sounds awful. Wie können wir denn da rauskommen, weil das klingt ja furchtbar. In my case, through suffering. In meinem Fall auf jeden Fall durch Leiden. Because when suffering happens, then with luck we start to look a little bit deeper. Weil wenn das Leiden dann tatsächlich stattfindet, mit Glück schauen wir einfach ein bisschen tiefer hin. Well, Isaac, you're so honest in this. Isaac, du bist ja so ehrlich jetzt damit. Yeah, no choice. No choice. Same with me. Keine andere Wahl, ja. Das gilt für mich genauso. That's what I love. Yeah. Yeah. Und das liebe ich. Das ist das, was ich liebe. And maybe I would like to ask Gaia, he just started before we began the recording, how you experienced, Gaia, this time in Portugal, this
the seeing, wow, there is awakened beings, whatever. Isaac, you never told you're a teacher. Now my sentence is long. Gaia, magst du erst übersetzen? Genau, also Gaia, jetzt möchte ich gerne nochmal, dass du was dazu sagst, wie du das denn erfahren hast. Du warst ja auch da in Portugal dabei und ja, wie war dann dein Erleben damit? Ja. Shall I speak that in English now? I try to translate. It's all good. It's okay for you when I speak German? I'll tell you if I need translation here. Okay. Ja, also wir haben ja vorhin schon kurz drüber gesprochen und ich habe wirklich viel gelernt, obwohl Isaac kein Lehrer ist. I would like to translate. I really learned a lot in that time, even though Isaac is no teacher. Yeah, that's a beautiful way of speaking it. We learn the best when there's no teaching. Ja, das ist eine brillante Art eigentlich, das auszudrücken, denn wenn da kein Lehrer ist, weil wir lernen einfach am besten, wenn da kein Lehrer ist. Ja, und was ich lernen konnte, weil ich hatte natürlich auch mein Bild, wie ein Erleuchteter oder Erwachter zu sein hat. But I could learn because I also had a picture of how as an awakened being has to be. obwohl ich ja Isaac schon vor Portugal auch gut kannte und ich wusste, dass er nie behauptet hat, erleuchtet oder erwacht zu sein. Even though I knew Isaac before Portugal and I knew he never claimed to be enlightened or so. This also was a conditioning somehow. War also auch irgendwie konditioniert, wie so ein Erleuchteter, von dem ich eigentlich gar keine Ahnung habe, zu sein hat. This also was a conditioned thinking how an enlightened being has to be. I just thought. Und auf einmal war da jemand, also Isaac, der Schmerz erlebt hat. Suddenly there was somebody, Isaac, who experienced pain. Auch mit Emotionen. With emotions. Und dann konnte ich lernen, auch was es heißt, menschlich zu sein und trotzdem wach zu sein. Yes, and I could learn what it means to be human and still awake. Ich wollte natürlich lieber dieses heilige Bild aufrechterhalten. I really better wanted to stay with this holy picture. Aber wie Isaac auch schon so schön gesagt hat, man lernt viel durch Leiden. But just like Isaac said, you really learn good by suffering. Und in dieser Zeit in Portugal ist auch das für mich passiert, dass ich Isaac nicht mehr auf diesen Thron setzen konnte. And in this time in Portugal, it also happened for me that I couldn't put Isaac on a throne. Obwohl ich es immer wieder gerne gemacht habe. Even though I really like to do this again. Aber dann konnten wir uns begegnen als Menschen. Yeah, then we could meet as human beings. Und das ist ja das beste Lernen, was geschehen kann. Yes, that's the best learning that can happen. Ah, danke. How did you feel, Isaac, in this time?
with your knowing, oh, people put me on the throne, they really did, everybody. Ja, Isaac, wie war das für dich denn so in der Zeit? Du wusstest ja auch wahrscheinlich, dass Leute dich auf diesen Thron heben. Wie war das für dich? You know, I have very little memory of anything, actually. It's like, Es ist tatsächlich so, dass ich ganz wenig Erinnerung habe an diese Zeiten. and because it's, in a way, it's funny. In our culture, we value memory very much. Ja, es ist irgendwie ganz seltsam oder komisch. Also so in unserer Kultur wird Erinnerung sehr hoch eingeschätzt. But what's happened in me is that I see that memory is always changing. Und was in mir geschieht oder geschehen ist, dass ich jetzt sehe, dass Erinnerung sich ständig ändert. So if we ever tell our life story more than once, it keeps changing. Und wenn wir unsere Lebensgeschichte mehr als einmal erzählen, dann ändert die sich. And so my joke is that the past just isn't what it used to be. Und mein Witz daran ist, dass die Vergangenheit einfach nicht das ist, was sie eigentlich sein sollte. Was sie mal war, so habe ich es verstanden. Oder was sie mal war, ja. Yeah. And the other thing is that I see that this moment is perceived through our senses. Und was ich auch noch sehe, ist, dieser Moment hier, der wird über unsere Sinnesorgane aufgenommen. How we know that there's a universe, how we meet time, space, matter, energy is all through the senses. Also wie wir dem Universum begegnen oder der Zeit oder Raum, alles geschieht durch unsere Sinne. And usually then there's an automatic interpretation through the filter of our conditioning. Und gewöhnlicherweise ist dann da eine Filterung durch unsere Konditionierung. And we end up with the perception. Und dann haben wir eben diese Wahrnehmung. But if we look, really, we don't know what's going on. Aber wenn wir genau hinschauen, dann wissen wir nicht, was wirklich geschieht. Or at least I don't. Oder zumindest ich weiß es nicht. So I'm not so interested in perceptions or memories of perceptions or anything, because I just see they're a dream, actually. Also bin ich auch gar nicht so sehr interessiert an diesen Wahrnehmungen oder die Erinnerungen an Wahrnehmungen, weil die eh nicht das ausdrücken, was tatsächlich passiert. So, yeah, somehow, yeah. So Gaia and I had a very important teaching and you don't remember this. Ja, also Gaia und ich hatten also ganz wichtige Dinge gelernt und du erinnerst dich nicht mal dran. It's perfect. Ja, ist perfekt. You know, it's interesting because, like, somehow, you know, when I see you or I see Gaia, I remember your face, but I love to meet you fresh, and so that I'm not carrying a whole story about you or an older impression. So for me, it's much more interesting. Just I have some context. Bettina, yeah, I remember we met somewhere, but I don't need to remember. Ja, ist interessant für mich. How is it now? Yeah. Ja, was interessant ist für mich, klar, ich erinnere mich an die Vergangenheit oder eure Gesichter und euer Auftreten und ich weiß auch noch, dass es irgendwo gewesen ist, aber letztendlich, was mich wirklich interessiert, ist jetzt hier frisch neu zu begegnen, ganz frisch, weil das ist, ja.
jetzt. And then for me, it usually comes much more into a love flow than it does when I'm carrying the stories of the past and the past hurts and all the... Und für mich kommt es dann mehr in so einen Liebesfluss, wenn wir uns so frisch begegnen, als wenn ich mich noch erinnern müsste, was wir in der Vergangenheit schon zusammen erlebt haben. I really would like to live like this, sometimes I think we all would love to live like this, actually. Ja, Bettina sagt, ja, so glaube ich, würde ich wirklich gerne leben. Und Isaac sagt, ja, klar, ich glaube, alle von uns würden wirklich gerne so leben. And so once there's that interest, und wenn dann das Interesse mal da ist, then we start to learn, yeah? Dann beginnen wir zu lernen. So for me, I see how quickly we want a reference point. We want to somehow have our impressions of the past inform the present. Ich sehe schon, dass wir diese Gewohnheit haben. Wir wollen gerne Referenzpunkte haben und wir wollen gerne uns irgendwie mit der Vergangenheit auf die Vergangenheit beziehen. And what I've learned over the years is I love so much more just to feel in this moment how it is. Und was ich aber über die Jahre gelernt habe, es ist für mich viel schöner und interessanter, hier diesen Moment zu spüren, zu fühlen, was jetzt hier ist. The subtleties, just when we're present here. Diese Feinheiten, wenn wir einfach hier gegenwärtig sind. May I ask a question? Of course. When you speak about love flow, can you put some words to that I know what you mean with love flow? Yes. Do you want to translate? Übersetzt du, Bettina, oder soll ich? Yeah, sorry. I just was so deep inside this, just meeting fresh, so I forgot my role here. Gaia hat gefragt, Isaac, wenn du Love Flow sagst, kannst du ein paar Worte dazu sagen, was du damit meinst? Our usual habit is to see someone as an object. Die gewohnheitsmäßige Weise, wie wir leben, ist, den anderen als ein Objekt zu sehen. But when I look where I know you or where I know Gaia, I see something which I see, that seeing happens in awareness. Und wenn ich genau hinschaue, dann sehe ich da etwas, was ich dich oder Gaia nenne und bemerke aber, sowas geschieht hier im Bewusstsein. I feel something and that also appears in awareness. Ich fühle auch etwas oder spüre etwas und auch das geschieht im Gewahrsein oder Awareness, Bewusstsein. And so I recognize that I know what I call you from inside out, not from outside in. Und dann bemerke ich, was ich dich nenne, von innen nach außen und nicht von außen nach innen. And when I rest like that, und wenn ich so hier ruhe, the sense of separation falls away. Dann fällt dieses Gefühl, getrennt zu sein, oder das Gefühl, Trennung zu erleben, vollkommen weg. Now, many times there are habits of defending. Und ganz oft gibt es Gewohnheiten, sich abzuwehren oder zu verteidigen. Which is usual when we look through the perspective of feeling separate. Was ganz gewöhnlich ist, wenn wir aus dieser Perspektive, sich getrennt zu fühlen, schauen. But when that starts to fall away, wenn das aber wegfällt,
there's a sense of just a flow dann that ist da has a sweetness to it. dann ist es da ein Gespür von einem Fließen, das eine Süße in sich trägt. There's a sense that the quality of attention is actually like food. It's like it nurtures. Da ist quasi so ein inneres Gespür, dass die Art und Weise der Aufmerksamkeit wie Nahrung ist, das uns nährt. Because all we have to... I have a question on that point. Da habe ich mal eine Frage zwischendrin. If I, or maybe I have to say it in German now. Please. Wenn ich dich wahrnehme und in mir wahrnehme ohne Trennung. When I perceive you and I perceive in me without separation. And then I perceive also my defending. That's so painful. Dann nehme ich auch meine Abwehr wahr und das ist so schmerzhaft. And then I don't want to feel anymore. Maybe like this I can explain. Do you know what I mean? Und dann will ich das einfach gar nicht mehr fühlen. Vielleicht kann ich es so erklären. Weißt du, wie ich es meine? I just wouldn't call it your defending. Ich würde es einfach nicht deine Abwehr nennen. I would say it's an automatic unconscious defending. Ich würde sagen, es ist automatisch unbewusstes Abwehren. Based on conditioning and trauma. Und das basiert wiederum auf Konditionierung und Traumatisierungen. So when we start to recognize that that's going on, und wenn wir merken, dass das gerade stattfindet, and it's not taken personally, und es wird nicht persönlich genommen, and like a deep exploration starts to happen, where we somehow meet deeper than that. Dann beginnt eine tiefe Erforschung, wo wir uns einfach tiefer begegnen als in dem vorher beschriebenen. Especially if when the quality of attention that we're receiving, we sense there's no danger in it. We feel safe. Besonders wenn die Qualität der Aufmerksamkeit, die wir bekommen, wenn wir wahrnehmen können, da steckt keine Gefahr drin. Da sind wir sicher, wenn ich diese Art von Aufmerksamkeit bekomme. Then that defending doesn't make sense anymore because there's no reason for it. Dann macht dieses Abwehren eigentlich gar keinen Sinn mehr, weil es gibt überhaupt keinen Grund dann mehr, sich zu wehren. And then the flow starts to happen, which I could say a love flow or unconditional love or Und dann beginnt ein Fließen oder ein Austauschen, was ich dann bedingungslosen Liebe nennen könnte. Because it's not conditional on anything. It's just natural. Weil das ist nicht abhängig von irgendwas. Das ist einfach ganz natürlich dann. So, yeah. The quality of attention feels sweet, feels lovely, we feel seen, we feel met, we feel heard. Und diese Art von Qualität oder diese Qualität der Aufmerksamkeit, die ist dann einfach süß. Wir fühlen uns dann gesehen oder gehört und genährt. So I call that a love flow. Und das ist das, was ich Liebesfluss nenne. Yeah. I would say it's a natural, our nature is that love. Ich würde sagen, das ist natürlich, das ist unsere Natur sozusagen, diese Liebe fließen zu lassen. And it's
The same, like often when I was in satsangs with you, all those questions go away. Ja, das ist jetzt gerade so, wie als wenn ich früher bei dir in den Satsangs gewesen bin, dass auf einmal alle Fragen weggehen. Yeah. The struggle was when I was back home, they arised again. Der Kampf ging dann los, als ich wieder zu Hause angekommen bin, weil da sind auf einmal die ganzen Fragen wieder aufgetaucht. You know, when we've tasted, even for a few moments or with luck for some hours or days, that it's not necessary. I didn't hear the first word. When we what? When we've had the luck, the good luck, Wenn wir also even for a few moments, it got quiet, kurze Momente still zu sein, then we realize that's possible. dann können wir tatsächlich bemerken und realisieren, ja, es ist wirklich möglich. And something then wants to live like that. Und irgendwas will dann so leben. Yeah. And so then we got the old habits and then the new interest, you could say. Ja, und dann ist nämlich das, was auftaucht, gibt es diese alten Gewohnheiten auf der einen Seite und da das neue Interesse. Yeah. It's a natural process. Yeah. Yeah. Das ist ein natürlicher Prozess. If you let the heart go into to the interest you have now. Yes. Yes, exactly. Wenn du das dahin fließen lässt für dieses Interesse, was du jetzt hast. Ne? Yeah. That's what they called, that's the fire, huh? The fire of truth. Yeah, that's the fire. Das ist das Feuer der Wahrheit. Well, but yet I have no more questions now. Oh, jetzt habe ich keine Fragen mehr. But then, then we can just sit here and enjoy together. That's what's so beautiful, because Ja, dann können wir einfach hier sitzen und uns genießen, weil das ist ja das Schöne. yeah. I mean, for me, it's very enjoyable to be here with both of you and with this love and this interest. Für mich ist es auch sehr genussvoll, gerade mit euch beiden hier zu sein, weil mit dieser Liebe und dem gleichen Interesse. There's nothing, nowhere to go, no one to go there. Just love, loving love. Ja, es gibt nichts zu erreichen, nirgendwo müssen wir hinkommen. Es ist einfach nur Liebe lieben und zu lieben, dass wir lieben. And I notice often that many people want to escape from that. But it's beautiful if that wanting to escape happens when we're just resting, without fighting with it, without trying to change it, just a recognition. Und das ist so wunderbar, wenn wir erkennen können, wenn dieser Fluchtversuch sozusagen stattfindet, wenn wir da einfach drin ruhen, ohne das in irgendeiner Art zu bewerten oder zu beurteilen. What's happening in the nervous system has a chance to get new information. Unfortunately, the internet is weak. I couldn't hear any word. Yeah, so when that movement is noticed, wenn diese Bewegung bemerkt wird, okay, we can see there's no reason for that movement. There's no ground for it, yeah? Dann können wir sehen, dass es eigentlich keinen Grund für diese Bewegung gibt. Yeah, then something new, some new information starts to come. Und dann
beginnt eine neue Information herzukommen. Yeah. Naturally, without any effort. Natürlich, auf natürliche Art und Weise, ohne Anstrengung. Just if we stay with it and not doing the running away. Du meinst, wenn wir damit einfach bleiben und nicht dem Fluchtversuch, mit diesem Fluchtversuch mitgehen? You know, like an example came in my mind. Also komm, hier habe ich mal ein Beispiel, was mir gerade einfällt. If you have a young baby and they meet a little puppy for the first time, a Wenn little du dog, zum Beispiel so ein kleines Baby hast und das begegnet zum ersten Mal so einem Hundewelpen. and the baby is a bit scared of this little puppy. Und das Baby ist jetzt so ein bisschen beängstigt wegen diesem kleinen Hundebaby oder Hundewelpen. But the puppy is just licking the baby and Und dieser kleine Hund, der leckt einfach nur dieses Baby ab. then the baby starts to enjoy. Und auf It einmal realizes that, yeah, bemerkt das Baby, wie es das genießen kann. Und es bemerkt, so it learns. es lernt. It's okay. It learns it's okay to enjoy this puppy. Yeah? Es lernt, dass es vollkommen okay ist, dieses Hundebaby hier und jetzt zu genießen. Yeah. Yeah, it's just like me doing this talk. So I started the talk with being nervous also, and then I really, really enjoy our meeting. Das ist ähnlich, was für mich jetzt gerade in unserem Gespräch hier passiert, weil am Anfang war ich ja nervös und angespannt und jetzt fange ich an zu genießen. Yeah, we realize it's safe, yeah, and we can enjoy ourselves. Weil wir bemerken, dass es hier sicher ist und wir können anfangen, uns zu genießen. Gegenseitig. That means when I want to escape from that love flow, that somewhere inside of me there is a recognition of danger. Is it that what you say? Yeah. Yes. Das bedeutet, wenn ich von diesem Liebesflow weggehen will, da gibt es etwas in mir, was was eine Gefahr entdeckt hat oder meint, eine Gefahr gesehen zu haben. Yeah. For most of us, we learned about relating with our parents or caregivers. Also die meisten von uns haben ja sich beziehen sozusagen gelernt von unseren Eltern oder eben diejenigen, die damals für uns gesorgt haben. And if they had a habit to see us as an object, und wenn sie die Gewohnheit hatten, uns als ein Objekt zu sehen, our learning about relating would have been painful. Dann wird das, was wir gelernt haben, wie man sich bezieht, sehr schmerzhaft. And so the basic, the learned response is that deep relating is painful and we need to defend. Und dann ist quasi das, was wir lernen, das tiefes Beziehen schmerzhaft ist. Und dann müssen wir sozusagen das abwehren. And so how does our nervous system learn? Und wie lernt unser Nervensystem? To meet in a way that's beautiful. Sich so zu begegnen, dass es schön ist. So it's not just an idea, but it's a felt, direct experience.
Es ist also nicht nur ein mentales Konzept oder eine Idee, sondern wirklich ein innerlich gefühltes Erlebnis. We taste something, you could call it nectar or sweetness or beauty. Und dann haben wir so einen Geschmack. Wir schmecken sowas. Das könnte man Nektar nennen oder Schönheit. If we taste that, then of course we want to live like that. Und wenn wir den Geschmack davon bekommen, dann klar, so wollen wir leben. And my sense is, yeah, we'll be exploring and learning as life goes on, maybe till our last breath. Mein Gefühl ist, dass wir lernen, solange das Leben hier stattfindet, und wahrscheinlich lernen wir bis zu unserem letzten Atemzug. And it feels beautiful to me. Und für mich fühlt sich das ganz, ganz schön an. I really wish that all the audience, all the people can have a taste of this meeting and also have a good taste. Ja, ich wünsche mir ganz sehr, dass die Menschen, die jetzt dieses Gespräch sehen oder zuhören, auch ein Gespür dafür kriegen und auch diesen Geschmack schmecken können. Yeah, to me, there is such a sweetness in how we are with each other. People will feel it. Ja, für mich ist es so, hier ist so eine Süße, wie wir gerade miteinander sind. Und das werden die Leute schon spüren. Yeah, thank you for inviting me to participate in this. Beautiful. Danke, dass du mich eingeladen hast, an diesem schönen Meeting teilzuhaben. Ja, danke auch. Thank you too. Yeah. While doing when I had this idea of summit, the first one who came was you. Also, ja, als ich diese Idee überhaupt hatte, dieses Summit hier zu machen, dann war meine erste Idee, das mit dir zu machen. You know, Isaac, you are my first love in this love affair. Ja, weißt du, Isaac, es ist ja so, du bist quasi meine erste Liebe in dieser Liebesaffäre. Tja, lucky, huh? Glück gehabt, ne? Yes. I'm just feeling the love now, yeah. Und jetzt einfach die Liebe hier und jetzt zu spüren. Lucky life. Ein glückliches Leben. Yeah. Do you think we're finished? Denkst du, dass wir fertig sind? For today, I mean. Ich meine jetzt hier für heute. You know, let this suggest, and if we want to meet again, we can. But Oh yeah. I know for myself that when videos are too long, I don't have the time and Yes. yeah. So it's good to keep it a bit short. Yes. Das wäre doch mein Vorschlag hier. Lass uns das einfach verdauen. Und wenn es den Impuls gibt, dass wir uns wieder treffen, dann treffen wir uns wieder. Und meine Erfahrung ist eigentlich auch mit Interviews oder Videos, die so lang sind, dass dann auch das Interesse vielleicht verloren geht. So thanks a lot, 1,000 million times. Also danke vielmals, tausendfach und millionenfach. Danke, Gaia. Yeah, thank you both. Yeah. Danke. And I will be really happy to meet you or meet us again. Ja, und ich freue mich schon drauf und bin, ja, wenn wir uns wieder treffen.